Herzlich willkommen, liebe Freunde, heute wieder mal in einem Mercedes Kompressor Cabriolet, was ganz seltenes. Mercedes 380k Cabriolet C. Das ist ein Auto mit 4 Sitzen, aber nur 2 Fenstern, das erkläre ich euch später mal. Das Tolle an dem Wagen, der hat eine komplette Geschichte und er ist wunderschön original. Mit dieser Serie begannen die berühmten 8-Zylinder von Mercedes im Baujahr 1933, ging das los. Gebaut wurden die ungefähr bis 1940, dann war ja der Zweite Weltkrieg, das ging das nicht mehr. Aber das wäre die große Zeit der schönsten Mercedes, die überhaupt gebaut wurden, und das ist hier so ein Auto. Übrigens, schaut euch mal diese tollen Instrumente an, diese Armaturen, das ist alles original. Das ist ein Originaltacho von 0 bis 160 Kilometern, damals noch andersherum, das war so. Das ist der erste Tachometer. Hier vorne haben wir ein Drehzahlmesser aus der Zeit, auch original, und alles eingefasst in diesem ganz tollen Wurzelholz-Armaturenbrett. Das Schöne an dem Wagen, der ist nicht verfuscht. Also viele dieser Autos sind ja längst voll restauriert, weil es einfach nötig war. Das ist bei dem Auto nicht gemacht worden. Der befindet sich noch weitgehend im Originalzustand und er hat super Details. Schaut euch mal das hier vorne an. Das die Originalplakette Mercedes-Benz Karosserie Werk Sindelfingen, das ist noch da. Da, wie gesagt, die originalen Instrumente, sagte ich eben gerade. Ich muss mich hier so ein bisschen dran gewöhnen. Das ist ein Wagen, der hat eine Dreigang-Schaltung. War 1933 noch so. Wie gesagt, das waren die ersten Kompressor-Mercedes. Das erste Mal, dass man dann Kompressor-Mercedes gebaut hat. Bei einer, nennen wir das mal, Standardlimousine, die man als normaler Bürger kaufen konnte. Das ist hier so ein Auto gewesen. Der hat damals geleistet ohne Kompressor 90 PS und mitgezogenem Kompressor 120 bzw. 140 PS. Das Auto ist aber nur 2 Jahre gebaut worden. Also im Jahr 1933 und im Jahr 1934 gab es die. Und dann kamen die Nachfolger, das war der Mercedes 500k. Der hatte dann schon 160 PS. Und als Krönung dieser Serie hat es gegeben den 540k. Der hatte dann 180 PS mit gezogenem Kompressor und ist sage und schreibe 180 Stundenkilometer schnell gewesen, was für damalige Zeit auf total leeren Autobahnen, die man ja da gebaut hat, total faszinierend gewesen sein muss. Schaut euch das mal an, über diese tolle Haube hier vorne zu blicken. Dieser große Stern, das ist noch der Originale. Oft sind die abgebrochen und nicht mehr da. Wir haben noch den ersten vorne drauf. Diese tollen Scharniere in der Mitte, die sich vorziehen bis zum Stern. Da gehen die Hauben links und rechts dann nach oben auf. Also ist wirklich ein tolles Auto. Man muss natürlich hier schauen, man muss hier Zwischengas geben bei dem Wagen. Er hat eine Dreigangschaltung und hat oben rechts dann Schnellganggetriebe. Später dann gab es hier also 4-Gang und ganz zum Schluss sogar als 5-Gang. Das waren die Autos Baujahr 39, 1940. Ja, es sind von dem C-Cabrio nur 44 Autos gebaut worden. Das heißt, der ist wirklich sehr selten. Wer sich damals einen 380er Mercedes leisten konnte, der war ein bedeutender Mann zu dieser Zeit in den 30er Jahren. Das sind Autos gewesen, die haben um die 20.000 Reichsmark gekostet. Mercedes 77 hat das Doppelte gekostet, aber damit hat er immerhin die Hälfte gekostet. Und daran könnt ihr sehen, was das ein teures Auto war. Ja, übrigens wunderschön auch noch das originale Lenkrad hier vorne. Schaut euch das mal an. So sah damals das Logo von Mercedes aus. Das ist das Original. Das war nicht blau, das war innen weinrot. Außen schwarz, in der Mitte der wunderschöne weiße Stern. So, Servolenkung hat er natürlich nicht. Also wenn man hier um die Kurven fährt, muss man beherzt zupacken. Das gleiche gilt übrigens auch für die Bremsen. Der Wagen hat zum ersten Mal hydraulische Bremsen gehabt. Bis zum Jahr 1932, 1933 gab es dann auch den Mercedes 370S bzw. Mercedes Mannheim. Der hatte noch eine Starrachse. Das hat er nicht mehr hier. Das ist eine ganz moderne Konstruktion damals gewesen. Man hat damals Pendelachsen hier zum ersten Mal verbaut. Jetzt muss ich mal gucken, wo der dritte Gang ist. Oh ja, ich habe den dritten Gang reinbekommen. Also das muss man hier ein bisschen üben, das hat mir mein Kollege gerade schon gesagt. Ist wie gesagt ein Dreigang, aber man hört das Laufen, tut er toll. Man hört die Ventile klappern ein bisschen, das ist nicht schlimm, das ist eine Einstellungssache. Aber fahren tut er sich toll. Also das Gefühl, was ich hier habe hinter diesem Steuer, das ist toll. Man ist so richtig stolz und toll, einen Kompressor-Mercedes zu fahren. Und er geht hier auch ganz gut einen Berg hoch. Also man merkt, dass das ein modernes Aggregat ist. Ich habe jetzt zwar hydraulische Bremsen, muss aber trotzdem vorsichtig sein, auch bei Radfahrern. Auch das war damals eine Neuerung.
Waren nicht die normalen Trommelbremsen, wie gesagt, schon mit Hydraulik. Also das Auto ist hier richtig genmodern, kann man sagen. Der läuft hier wirklich gut. Der fährt hier wunderschön hoch. Maschine klingt super, ist auch relativ steil hier. Der wird nicht heiß, gar nichts. Der schiebt schön hoch hier. Tolles Auto, also wirklich fährt sich klasse. Toller Mercedes. Das muss ich wirklich sagen, hat eine super Maschine. Ich meine, so ist das bei alten Autos. Wenn die nie auseinander gewesen sind, wenn nie groß dran rumgefummelt wurde. Mercedes hat ja damals eine erstklassige Arbeit geliefert. Das sieht man an dem Wagen, wenn das doch alles original ist. Der Kühler ist vorne original, zeige ich euch gleich. Dann merkt man auch, wie schön die damals gelaufen sind. Also sich so ein Auto damals neu kaufen zu können, das war einfach einmalig. Das ist, und man spürt, dass der noch so toll beieinander ist hier. Er fährt wirklich klasse. Ich muss mich halt an das Getriebe ein bisschen gewöhnen. Und man muss diese Lenkung, die muss man also vorausschauend betätigen, weil da muss man wirklich was bewegen. Ihr seht das ja an dem großen Lenkrad. Das haben sie extra schon so groß dimensioniert, weil man wusste, der Wagen wog über 2 Tonnen. Also das Auto hat ein Gewicht von 2,1 Tonnen und das ist eine ganze Menge. Marschiert ja super hier hoch. Und dieser bullige 8-Zylinder-Sound, hatte echt einen tollen Klang. Das ist bei den 6-Zylindern vorher noch nicht der Fall gewesen. Gab ja auch den Mercedes Nürburg auch als 500k. Aber das ist eine richtig moderne Konstruktion hier, der 380er. Und wie gesagt, später dann auch der 500k. Waren wirklich tolle Autos. Also war ein ganz großer Wurf von Mercedes und mit mit Beginn des Zweiten Weltkrieges war das vorbei, was ewig schade ist. Super. Also Kompressor Mercedes bei dem Wetter zu fahren ist aber was ein ganz besonderes Erlebnis. Das ist so absolut die Zeit in den 30er Jahren. Damals gab es noch leere Straßen, leere Autobahnen. Wir haben ein Riesenglück, dass bei uns so wenig Verkehr ist. Dadurch können wir auch diese tollen Filme hier wirklich drehen in so einem fantastischen Auto. Ich muss nochmal die Klappe aufmachen, ich muss wirklich wissen, wie die Gänge... Ja, geht. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber funktionieren tut das super. Und fahren tut er ja wirklich toll, nicht? Also laufen tut er richtig gut, der Wagen. Schönes Autochen. Kompressor Mercedes in voller Fahrt in Oberbayern im Jahr 2021. Man muss mal überlegen, der Wagen ist 90 Jahre alt und fährt so traumhaft gut. Also wirklich klasse. Und wenn man denkt, dass der das alles so lang durchgestanden hat, so ein Wagen hat ja einen Holzrahmen, die Karosserie ist auf den Holzrahmen drauf gearbeitet und das ist alles noch original und wirklich in einem guten Zustand. Das ergibt sich übrigens aus der Historie von dem Auto. Man kann genau dokumentiert sehen, wo er immer gewesen ist. Er war lange auch im Besitz von einem Mercedes-Oberen oder von einem Mercedes-Mitarbeiter. Das Auto war auf verschiedenen Ausstellungen, also der Wagen ist bekannt. So, jetzt muss ich alles auswendig sagen. Ich habe ja immer so ein Skript bekommen von meinen Kollegen mit allen Wissenswerten zu Dingen zu dem Auto. Also ich muss jetzt so ein bisschen frei referieren. Tut mir leid, wenn ich mich manchmal wiederhole. Das kriege ich leider nicht besser hin. Aber ihr habt ja gesehen, gestern war noch der Porsche Carrera GT dran. Das ist ja ein etwas anderes Auto als dieser hier. Und am Ende muss ich da doch eine ganze Menge wissen. Aber das werden wir hinbekommen. Wie gesagt, 145 Autos wurden gebaut. Wiegen tut er 2100 Kilo. Und Spitzengeschwindigkeit war 135 bzw. 140 Stundenkilometer. War natürlich eine ganze Menge für so einen Wagen. Zur damaligen Zeit mit leeren Autobahnen wirklich faszinierend. Und das macht er mit 8 Zylindern und 3,8 Liter. Das heißt aber echten 3,8 Liter Hubraum, nicht wie heute irgendwie aufgeblasen. Wenn es damals hieß 8 Zylinder und 3,8 Liter, dann hatte der die auch. Ja, ach, wunderbar. Es hat ja bei uns furchtbar geregnet. Ich weiß gar nicht, ob wir heute Wiesen befahren können. Sonst versinkt uns das Auto. Da müssen wir mal. Aber vielleicht geht es ja doch. Ne? Wollen wir hier anhalten kurz? Ja. Ja, jetzt auf 650 Meter Höhe, Mercedes 380k Kompressor Cabriolet. Es ist ein C-Cabrio und das möchte ich euch kurz mal erklären. Ein C bedeutet Folgendes. Der Wagen hat 2 Scheiben, hier die Scheibe und drüben die Scheibe, hinten aber die Sitzbank.
Wenn es ein B-Cabrio war, dann hat er hier auch noch eine Scheibe gehabt, hatte also 4 Scheiben. Hier 2 und da drüben auch 2. Und bei einem A-Cabrio, das sind eigentlich die gesuchtesten, weil das waren die schönsten, hatte das Auto nur 2 Sitze vorne, hinten so eine Miniaturbank zum Koffer ablegen, mehr nicht. Und der hatte dann die schönste Form. Aber der zweitinteressanteste war eigentlich das C-Cabrio, auch das seltenste. Von unserem Auto sind noch 44 Autos gebaut worden. Und ich denke mal, das gibt heute vielleicht nur noch die Hälfte, 20 Stück. Also ganz, ganz was Seltenes. Schaut euch mal an, richtig schön gemacht. Die weinroten, also die Speichen in den weinroten Felgen, das sieht traumhaft aus mit Original-Radkappe. Finde ich farblich sehr getroffen, auch in schwarz. Hier vorne die Originallampen, so gehören die. Sie sind natürlich nicht mehr ganz perfekt, weil sie halt eben 90 Jahre alt sind, aber in einem guten Zustand. Und hier damals auch die Mittelleuchte mit Bosch-Logo noch oben im Chrom. Das hat Bosch damals schon geliefert. Das gleiche für die Nebellampen hier vorne, überall noch mit den Bosch-Logos vorne drin. Das sind die vollkommen richtigen originalen Lampen. Hier der originale Stern, der richtige, mit der Plakette von damals, und das ist der richtige Kühler. Also wenn ihr so einen Kühler heute reparieren lasst, wenn der nicht mal in Ordnung ist, der ist schon mal repariert worden, das sieht man, dann kostet sowas 30.000 bis 40.000 Euro. Neuer Kühler kostet ein Vermögen, ist extrem aufwendig und sage ich mal kaum zu bezahlen. Und vor allen Dingen, wenn ihr da einen neuen vorne drin habt, dann glänzt der total, man sieht, dass der neu ist und das passt dann schon gar nicht mehr ganz zu dem Wagen. Ja, interessant bei dem Auto, hier vorne links und rechts hat er die Räder drin. Damals waren die Straßen ein bisschen schlechter. Es ist ab und zu mal ein Reifen kaputt gegangen. Oben drauf gesetzt hier mit den Originalverschlüssen von Mercedes. Die Halterung, wo Spiegel oben drauf waren. Auch Chrom, auch noch das richtige Chrom an dem Auto. Und ihr habt euch das ja eben gerade schon mal zeigen lassen beim Fahren. Dieses wunderschöne originale Armaturenbrett. Das ist auch das authentische Holz. Es ist zwar mal aufgearbeitet worden, weil es natürlich nach 90 Jahren mal bröselt, so ein bisschen der Decklack. Ist alles gemacht. Leder ist auch schon mal gemacht. Aber ich kenne Autos, die völlig original sind. So ist es richtig, so gehört das auch. Ja, dickes Trittbrett damals, da konnte man sich übrigens die Schuhe damals sauber machen vom Einsteigen. Damals war ein bisschen schlammiger als heute. Heute ist ja vieles Beton auf den Straßen, da ist nicht mehr ganz so viel Schmutz. Damals war das anders. Und die Türen gehen schon nicht mehr nach vorne auf, sondern andersrum, also nicht mehr ganz so gefährlich. Schaut euch mal hier die Sitzverstellung an, wie toll das aussieht hier. Hier auch aus Chrom einzeln, das waren die Rasten, wie man den Sitz nach vorne fahren konnte und nach hinten. Alles aus Chrom, alles höchstwertig gearbeitet. Da konnte man sogar die Sitzlehne nach hinten machen, rausziehen und klack, 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 dann war die hinten. Ja, also der Wagen zeigt sich weitgehend authentisch, hat diese schönen Stoßstangen. Natürlich ist er mal überarbeitet worden, was toll ist. Der Wagen ist ausgeliefert worden nach Düsseldorf, ist ein deutsches Auto in Deutschland geboren, auch in Deutschland geblieben und ist dann in den End-50ern nach Amerika gekommen. Aber die Geschichte dann dort, die er da gelebt hat, ist komplett dokumentiert. Und da hat es zum Glück immer Leute gegeben, die darauf geachtet haben, dass alles original ist. Schaut euch mal hier, das war der Tank. Das Auto hat übrigens einen 85-Liter-Tank, verbraucht so 18 bis 20 Liter hier vorne. Schön mit Mercedes-Logo, toll gemacht. Also wirklich toll. Hier hinten der Kofferraum, den machen wir mal auf, wie es da drin aussieht. Ja. Schaut mal da rein. War natürlich nicht riesig groß, das ist schon mal neu ausgekleidet worden, das kann man sehen. Aber Karosse ist noch original und in einem guten Zustand. Nicht? Also es gab damals dann noch Gepäckbrücken hinten, da konnte man noch Koffer drauf tun. Ja, also in jedem Detail wirklich ein schöner Wagen. Also es ist wirklich ein absolutes, stolzes Auto in der Landschaft. Die waren technisch ganz weit vorne. Das Spitzenmodell war damals der Mercedes 770, in der Regel von Behörden geordert oder von Großindustriellen. Da gab es ja nur 88 Stück vom W150. Aber dieser hier ist noch seltener. Und wenn man ihn fährt, er vermittelt einem den gleichen Charme wie so ein großer Mercedes. Es hat ja mal eine Zeit gegeben, wo die Autos ein bisschen schwächer gewesen sind vor Krieg, aber das ändert sich. Also im Moment im Verständnis sind das Kunstobjekte. Und wir haben dieses Jahr das beste Jahr gehabt im Verkauf von Vorkriegsautos. Wir haben ca. 25 schwere Vorkriegsautos verkauft. Das haben wir noch nie geschafft in dieser Menge. Übrigens ganz viel international. Deutschland ist da eher ein bisschen verhaltener. Aber was international geht bei diesen Autos im Moment gut, die sind ganz stabil und steigen leicht an. Und ich glaube, das wird sich fortsetzen, weil das ist einfach ein Kunstobjekt, ein Kunstwerk. Schaut euch mal an, wie wunderschön dieser Wagen ist, was der für ein tolles Design hat.
Was es übrigens noch gab vom Modell 380, das waren die Roadster. Das waren natürlich die teuersten. Also ein guter Roadster kostet heute schon wirklich richtiges Geld. Wenn ihr heute einen 540 Spezialroadster hat, die kosten ja über 10 Millionen Euro. Also daran seht ihr, dass das ganz, ganz gesuchte Modelle waren und heute noch sind und ihren Wert steigern und auch wirklich behalten. Und beginnen tut das eigentlich mit der 380er Maschine im Jahr 1933. Das war der Beginn dieser absolut erfolgreichen 8-Zylinder-Serie, rein 8-Zylinder mit Kompressor, also wirklich ganz bedeutende Fahrzeuge. Und ich glaube, den grandiosen Ruf hat sich Mercedes in den 30er Jahren mit diesen Fahrzeugen geschaffen. Das war einfach einmalig und ja, außergewöhnlich. Also schaut euch mal diese schöne Landschaft hier an, mit so einem Mercedes, mit diesen tollen Armaturen, mit den schönen Holzarbeiten. Es ist alles aus Massivholz. Schaut euch mal das schöne Perlmutt-Armaturenbrett, die originalen Instrumente, das ist ganz, ganz selten. Das habe ich selber ganz selten gehabt. Und fahren tut er wirklich schön, der Wagen. Also wenn sich einer sagt, ich möchte eine schöne Geldanlage haben und einen tollen Vorkriegs-Oldtimer, da ist das ein ganz, ganz tolles Auto. Und es ist halt eben eine Rarität. Er ist absolut selten. Ich schätze mal, es gibt noch 20 Stück heute davon. So ein Auto hat natürlich keinen Katalysator, auch kein ABS. Also die ganzen modernen elektronischen Helfer, die gibt es halt hier nicht. Hier ist halt eben gefordert, wirkliches Autofahren. Aber es macht Spaß. Also ich sag mal, wenn ihr mit so einem Wagen euch bewegt, das ist wirklich ein Erlebnis, so einen Wagen zu fahren. Müsst euch halt eben konzentrieren. Aber laufen tut er ganz toll. Und ich meine, man muss ihn ja nicht mit 180 bewegen. Wozu? Es reichen ja 60 oder 80 und das schafft er allemal. Was mich überrascht hat, der Motor läuft wirklich gut. Er kommt gut die Berge hoch. Ich denke mal auch, dass er in seinem Leben immer regelmäßig bewegt wurde. Und ich glaube, von richtig guter Hand, also von Leuten, die sie ja auskannten. Das Auto macht insgesamt einen guten, gepflegten Eindruck. Hat eine schöne Linie, der Wagen. So, und wenn es um den Preis geht, sage ich mal, da sind wir bei knapp siebenstellig, aber das ist normal bei solchen Autos. Es gibt keinen im Angebot und mittlerweile ist es sogar so, man hat ja ziemliches Glück, wenn man sowas überhaupt bekommt. Es ist für uns auch schwer, an solche Preziosen immer wieder ranzukommen. Aber das ist hier so eine Preziose. Schaut mal, wie schön der über die Landstraße läuft. Wirklich toll. Macht absolut Spaß. Also man braucht einfach bei so einem alten Auto ein bisschen Zeit, bis man sich da an die Schaltung gewöhnt hat. Das mit dem Lenken und mit dem Bremsen geht gut. Der gerade Auslauf ist auch in Ordnung bei dem Wagen. Also das Auto vermittelt mir einen gesunden und guten Eindruck. Ein sehr schöner Wagen. Und es gibt ja derzeit genügend Leute, die ein gutes Investment suchen. Also ich glaube, da ist man hier sehr gut bedient mit so einem 380er. Der Wagen wird an Wert mit Sicherheit nicht verlieren. Und ihr habt nebenbei die große Freude, mit dem Bankkonto könnt ihr nicht rumfahren. Aber mit dem Auto, den kann man bewegen und man hat eine Riesenfreude, auch sich sowas in seiner eigenen schönen Garage jeden Tag anzuschauen. Also wirklich ein toller Wagen. Ja, übrigens hier ganz toll, ihr könnt diese Räder hier vorne sehen, auch links und rechts und hier. Man konnte die Scheibe nach vorne machen. Also wenn es mal warm war, zu der Zeit in den 30er Jahren, dann hat man, das war ja sehr gute Sommer, damals sehr, sehr warm, die Scheibe unten nach vorne geklappt und da kam die Luft auch hier durch. Ich kann euch sagen, das funktioniert besser als jede Klimaanlage. Absolut tolles Konzept, gibt es heute gar nicht mehr. Finde ich eigentlich schade, weil die ganzen Modellen, mechanischen Erfindungen, die es damals gab, die waren wirklich gut. Da ist ja heute durch die Elektronik vieles verloren gegangen. Aber ich kann euch mal sagen, wenn dieses Auto, wenn bei einem modernen Auto heute die Klimaanlage schon lange nicht mehr funktioniert, da geht das Prinzip hier, das geht in 100 Jahren auch noch. Da brauche ich gar keine Klimaanlage. Also ich habe hier noch ein bisschen Schwierigkeiten, mich einzugewöhnen mit der Schaltung. Das ist ja eine Dreigangschaltung mit Schnellgang. Aber ich kann euch sagen, wenn ich das Auto eine halbe Stunde fahre, weiß ich, wie es geht. Das ist halt so. Muss man sich dran gewöhnen, alte Technik. Aber hier eben mit dem Schnellgang, also da weiß ich nicht. Den habe ich eben nicht drin gehabt, den Schnellgang. Was? Da müsste so ein Widerstand kommen, meinte er. Da muss man drüber, wenn du nach rechts gehst. Nein. Ja. Hört sich aber nicht so an. Doch. Ja. Oh, jetzt haben wir den Schnellgang eingelegt. Guck mal an. Er fährt nur 1000 Umdrehungen. Oh, er läuft ja wirklich schön. Oh, das ist ja toll. Braucht man so einen kleinen Moment immer, so eine verzögerte Sekunde und dann geht das auch.
richtig auf großer Fahrt mit unserem Kompressor Mercedes. Also Maschine läuft klasse, der bewegt sich toll. Man stelle sich vor, man ist jetzt auf einer Reichsautobahn unterwegs, kaum Leute, 1 oder 2 Autos. Das ist da wirklich traumhaft. Also wir haben heute genauso ein Wetter, auch hier ist nichts los. Er läuft wunderbar. Die Kilometer stimmen übrigens nicht ganz, der ist schneller gerade. Ich schätze ihn jetzt auf 80, der untertreibt ein bisschen. Aber Auto fährt herrlich. Ist ja herrlich zu fahren, also wirklich. Das genieße ich in vollen Zügen, kann ich nicht anders sagen. Wie so ein Wagen fährt, auch dieser tolle Sound, den der macht, der Wagen. Total beeindruckendes, gut funktionierendes altes Auto, 90 Jahre alt wohlgemerkt. Und dafür ist der alte Herr noch wirklich fit. Jetzt haben wir mal Hochwürden gefragt, also wir durften hier anhalten. Das ist eine ganz schöne, wunderschöne alte Kirche, die noch viel, viel älter ist als er. Aber das ist natürlich eine tolle Kulisse vor so einer bayerischen Kirche. Normalerweise darf man hier gar nicht stehen, wir haben das einfach mal gemacht. Ist ja auch ganz interessant, sich das mal anzugucken, nicht? Das war Mercedes vor 90 Jahren und so im Hintergrund, wenn er da vorne mal guckt, das ist Mercedes heute. Also da kann man, glaube ich, unschwer erkennen, dass da einige Unterschiede sind. Und es ist eigentlich sehr, sehr schade, dass Daimler-Benz diesen Weg wenigstens in 1 oder 2 Serien beibehalten hat. Wirklich vom Material, von der Qualität, diese absolute außergewöhnliche Sonderstellung weiter zu behalten. Ja. Ja, es fahren uns heute leider jede Menge Leute hier durchs Bild, was ich sehr, sehr bedauerlich finde, was wir aber nicht ändern können. Wir versuchen ja immer an ganz, ganz ruhigen Plätzen das zu drehen, aber es gelingt uns leider nicht immer. Der gute Stern auf allen Straßen, das war mal ein Werbespruch von Mercedes. Und die haben damals Autos gebaut, da war man stolz, so einen Wagen zu besitzen. Heute sind das schöne Autos, aber dieser Nimbus, den ich ganz wichtig finde, diese Produktions- oder Produktlinie hat man leider nicht beibehalten. Man hätte doch wenigstens eine Speziallinie weiter beibehalten können, von dieser erlesenen Qualität, von diesem Flair, dem Fahrer die Besonderheit zu geben, etwas zu haben, was keiner hat, darauf stolz sein zu können. Das finde ich ewig schade, dass Mercedes das nicht weiterverfolgt. Und wenn ich mir heute anschaue, dass der neue Vorstandsvorsitzende mit Klassikern oder Sachen aus dem älteren Bereich überhaupt nichts mehr zu tun hat, finde ich das ewig schade. Ich glaube, das ist ein ganz großer Fehler, wie ich es auch für einen Riesenfehler halte, dass große Konzerne wie VW nur noch auf Elektro setzen. Das wird sich noch bitter rächen. Das ist ein Riesenfehler. Wir werden bald die Zeit haben, wo sie so tolle Entwicklungen mit besonderen Kraftstoffen haben werden, mit synthetischen Kraftstoffen, die absolut umweltneutral sein werden, wo man so einen Wagen auch wird umstellen können ohne Probleme. Das ist wie mit der Atomkraft, sage ich euch im Automobilbereich auch voraus. Das wird kommen, 100%ig. Und dann haben die alle gut gesetzt oder auf das richtige Pferd gesetzt, die weiter an die Verbrennungsmaschine geglaubt haben, das weiterentwickelt haben. Ich sage euch, es wird bald Treibstoffe geben, die das absolut auf Nullniveau regulieren werden. Und was dann mit Batterie ist, so nach dem Motto, wenn es mal dunkel ist oder der Wind nicht weht, dann kommt der Strom aus der Steckdose, dann wollen wir mal schauen. Ja, so ähnlich ist es doch. Ja, und wieder geht eine wunderschöne Probefahrt zu Ende. Ich hoffe, das war interessant für euch beim Zuschauen, denn man bekommt ja nicht jedes Mal einen 380er Kompressor Cabriolet präsentiert. Heute bei allerschönstem Wetter. Wir haben heute Anfang September, es hat 20 Grad, ist nicht mehr ganz so heiß wie im Sommer. Macht total Spaß, es ist wenig Verkehr. Wir kennen ja hier wirklich wunderschöne Straßen, wo man so einen Wagen ganz toll bewegen kann, hier in Oberbayern. Also die Straßen sind hier wie gemacht für so ein Kompressorauto. Ist wirklich was Besonderes. Fährt wirklich schön. Naja, ein Auto, was immer original beisammen war, was wir nie auseinandergerissen haben. Oft sind das ja Leute, die dann nicht so viel Ahnung von Technik haben, von so einem Auto aus den 30er Jahren. Es gibt nur sehr, sehr wenig Spezialisten, an die man wirklich dann solche Autos auch geben kann, wo man die hingeben kann. Kann bei so einem Wagen ganz viel falsch gemacht werden und Original ist immer Original.
Das war am besten. So wie die mal zusammengebaut wurden, das war erste Klasse. Und das Schönste ist, einen originalen Wagen zu haben. Auch wenn hier da nach 90 Jahren Kleinigkeiten dran sind, lieber so, als so glänzend neu und alles halb richtig, finde ich sowas Originales absolut traumhaft schön. Traumhaft schön. Da sind wir zurück nach einer tollen Probefahrt. Wir sind jetzt ungefähr 20 Kilometer gefahren. Auto läuft wirklich toll, kann ich nur sagen. Kann ich wirklich empfehlen. Sehr, sehr schöner Wagen und eine Rarität. Das ist sehr selten. 380 C-Cabrio gibt es so gut wie keine. So, jetzt zeigen wir euch nochmal den Motor, 8-Zylinder Kompressor. Wir haben euch das jetzt mal geöffnet hier bei schönstem Sommerwetter. So sieht das aus. Auf der anderen Seite schaut mal hier rein, da vorne ist der Kompressor, der angebaute Kompressor. Deswegen hat der Wagen nur 120 PS. Der danach ein halbes Jahr später hatte 140 PS. Das ist die 8-Zylinder-Reihenmaschine, die ihr sehen könnt, wobei die sieht man von hier gar nicht. Ja, ich halte das mal auf. Die Maschine sieht eigentlich genauso aus wie später auch bei den 500K und bei den 540K. Es ist das gleiche Bauprinzip, 8 Zylinder in Reihe, 3800 Kubik. War eine ganze Menge, Kompressor da vorne. Auto hat 2 Vergaser und läuft wirklich gut. Also wenn die Maschine gut eingestellt ist, unser ist gut eingestellt, ist das wirklich ein tolles Auto. So, hier kurz der 8-Zylinder Kompressormotor von der anderen Seite. Ihr könnt sehen, 8 Kerzen, 8 Stecker und hier vorne sogar mit Original-Typenschild, nicht nachgemacht. Das ist das Original-Typenschild aus der Zeit, so ist der Wagen ausgeliefert worden. Das ist das Schöne an dem Auto. Viele schöne, originale Details und nichts, was man jetzt verändern müsste oder wegwerfen müsste, kann man alles so belassen. Deswegen hat das Auto einen ganz, ganz besonderen Charme. Hat nicht jeder Kompressor Mercedes. Also nochmal, alles Gute, euer Stefan Luftschütz, bis zum nächsten Mal und ciao.